Wie ist es denn? Könnt ihr euch daran erinnern? Weil Essen ist ja auch oft so ein Emotionsthema und viele schöne Erinnerungen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, oh, da weiß ich noch genau, was ich danach gegessen habe? Hi, ich bin Tim von Bora und ich bin heute zu Gast bei Franzi Preuß und Simon Schemp in ihrem Haus in Ruppolding. Und an der Stelle vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen für eine weitere Folge Bora Kitchen Table Tales. Es freut mich sehr und ich bin gespannt, was wir jetzt zusammen kochen werden in der nächsten halben Stunde. Ja, wir auch. Cool, Franzi, was gibt's denn? Was machen wir denn Leckeres? Ja, wir machen halt Linsendahl und der Simon kümmert sich ums Pfannenbrot dazu als Beilage. Was war denn so eure Beweggründe hinter der Dreierkombi, auch mit Teepanne in der Mitte und dann eben auch dem Wok-Induktionsfeld? Wir machen auch relativ viel asiatisches Essen und gerade für mich ist das oft praktisch. Ich komme eigentlich immer mit Hunger von der Arbeit zurück und dann muss es schnell gehen und irgendwie gesund sein und gut schmecken. Und deswegen haben wir vorher schon immer viel Wok gemacht. Würdet ihr sagen, da hat sich jetzt irgendwas gravierend geändert, was so Ernährung angeht oder ähnlich geblieben? Ja, ich finde, Essen soll irgendwie schon immer nur Genuss sein und schmecken. Und ja, unser ganzes Leben ist so durchgeplant. Und ich weiß ja jetzt schon, wo ich nächstes Jahr am 15. Juni wahrscheinlich sein werde. Und dann finde ich es irgendwie schön, wenn man Essen da wirklich auf den Körper hören kann und auf das, was man gerade Lust hat, dann braucht es der Körper wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist kein Hexenwerk, wie wir uns ernähren. Wir verbrennen sehr viel, wir müssen ja schauen, dass wir es reinkriegen und ja. Zwei Zehen Knoblauch ist in Ordnung, oder? Ja. Ich glaube, das passt. Wie ist es denn so bei euch, Thema vegane Ernährung, vegetarisch? Ist das ein Thema im Leistungssport bei euch? Oder wenn es gut ist, wenn es regional ist, wenn es aus der Gegend kommt, ist viel, viel wichtiger, oder? Es gibt sowas auch definitiv im Leistungssport, dass manche sich vegan ernähren, dass manche kein Fleisch essen. Jetzt bei uns beiden, wir essen alles, was irgendwo gesund ist. Allerdings kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir eher wenig Fleisch essen. Und wenn wir Fleisch essen, da haben wir eine ganz gute Quelle, weil die Franzi, ihre Eltern, die haben einen Biohof zu Hause und da bekommen wir dann immer Fleisch wirklich direkt vom Hof, wissen, wo es herkommt. Wie ist es denn? Könnt ihr euch daran erinnern? Weil Essen ist ja auch oft so ein Emotionsthema und viele schöne Erinnerungen. Simon, bei dir muss ich jetzt an den WM-Sieg in Hochfilzen damals denken oder Franzi, bei dir Weltcup-Sieg 2019 in Ruppolding. Waren ja wahrscheinlich einprägsame Momente in eurer Karriere und auch in eurem Sportlerleben. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, oh, da weiß ich noch genau, was ich danach gegessen habe? Oder irgendwas, wo ihr sagt, das esse ich am liebsten irgendwie am Ende der Saison, das ist das, worauf ich mich am meisten gefreut habe? Oder? Also ich muss sagen, wenn wir unsere Köche dabei haben, dann liebe ich deren Scampi Curry. Oh, okay. Ja, und das gibt es schon, wenn wir halt irgendwie erfolgreich waren. Die wissen auch, dass wir das gern essen. Dann gibt es das relativ oft und an das erinnert man sich. Sehr cool. Ein gern gesehenes Essen ist auch irgendwann mal, wenn man länger auf Lehrgang ist oder dann auch schon wieder 2, 3 Wochen den Weltcup hinter sich hat, dass es dann auch mal Kaiserschmarrn als Nachtisch gibt. Da freut sich eigentlich auch die ganze Gruppe und ist eigentlich auch ein gern gesehenes Abendessen dann als Nachtisch. Oh, die sehen aber gut aus. Ja, perfekt. Ja. Cashews sind aber einfach Gute Farbe. Ja, einfach was Gutes. Gerade zu so einem Linsendahl, das ist schon immer was Feines. Wie kam es eigentlich bei euch dazu? Und ich stelle mir das auch, also Biathlon ist jetzt ja nicht die Sportart, die man einfach mal so ausprobiert, glaube ich. Also das ist ja gerade mit Gewehr und dem ganzen Drum und Dran schwierig. Wie kam es denn bei euch? Wie ist denn so euer Background? Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich Quereinsteiger ins Biathlon-Geschäft war. Ich bin von der Leichtathletik gekommen und bin auch dann mit 16 Jahren zum Biathlon. Ja, ich war vorher immer mega der Biathlon-Fan, habe im Fernsehen fast kein Rennen verpasst. Ja, wir wohnen aber schon so eine gute Stunde von Ruppolding weg, oder meine Eltern. Und ja, dadurch, dass ich so ein Fan war, habe ich einen Schnupperbiathlon zum Geburtstag gekriegt, hier in Ruppolding. Genau, mit dem Fritz. Stimmt. Ja. Und ja, irgendwie habe ich mich nicht ganz blöd angestellt. Ja, und dann ging es eigentlich erstmal Jahr für Jahr nur bergauf, so von den Leistungen. Und ja, dann gewinnt man halt dort auch so einen Freundeskreis in Ruppolding. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Wahnsinn. Ja. Wie war es bei dir, Simon?
Ja, auch abenteuerlich, würde ich mal sagen. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart. Urlaub, im Winterurlaub waren wir ab und an halt mal langlaufen und das hat mir durchaus auch Spaß gemacht, aber ohne, dass ich jetzt irgendwie so einen Leistungsgedanke dahinter versteckt hätte. Und als ich 12 war, hat er mich dann ja, gefragt, ob wir Biathlon nicht mal anfangen wollen, weil wenn man dann irgendwann 15, 16, 17 ist, wird schwierig. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Biathlon anzufangen. Und auch die nächste Biathlonanlage war damals noch 130, 140 Kilometer entfernt. Und waren wir halt ein paar Wochenenden im Jahr mal dort und haben dann Biathlon trainiert. Jetzt haben wir gesprochen, was so euer Background ist, wo ihr herkommt. Was war denn so dein bisheriges Karriere-Highlight? Was würdest du denn sagen? Also eins zum Sagen ist echt schwer. Man erlebt ja in den vielen Jahren doch irgendwie mehrere schöne, aber ja, ich glaube, die WM in Kontiolahti 2015, da waren wir alle noch so jung und keiner hat was von uns erwartet und wir waren da selber von uns auch überrascht, wie wir da abgeräumt haben und ja, das ganze Team war da echt cool und es hat einfach nur Spaß gemacht und das ist mir auf alle Fälle schon stark im Kopf geblieben, aber auch der Weltcupsieg hier in Ruppolding, das war Heimischem natürlich Publikum. mega schön, ja, mit der Familie und alle waren da, Ja. das war cool. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man gegen, ich glaube, Ingrid Handrevold war es, glaube ich, damals 2019 auf der Zielgeraden in Ruppolding. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man auf den letzten 500 Meter ist? Denkt man da überhaupt noch viel? Erster Weltcupsieg, glaube ich, ne? Ja, gar nichts. Man gibt einfach alles. Man schaut, dass man die Haxen in die Hand nimmt und so schnell läuft, wie es irgendwie geht. Dass man immer die Skispitze vorn behält. Und das ist so ein schöner Moment im Sport, wenn man dann im Ziel liegt und einfach so glücklich ist über seinen Wettkampf. Das finde ich fast das Schönste eigentlich an diesem Sportlerleben. So diese Erleichterung, die man da dann fühlt. Und ja, war wirklich cool dort. Man denkt ja immer, okay, wenn man eine Medaille gewinnt oder irgendwo Erster ist, dann ist es sicherlich total, oder das Schönste dann bei der Siegerehrung da dabei zu sein, die Medaille zu bekommen, auf dem Podium zu stehen. Aber tatsächlich als Sportler ist wirklich so der zufriedenste Moment, wenn man einfach über die Ziellinie kommt und man merkt, okay, der Wettkampf hat einfach gesessen. Und das sind eigentlich so die 5 bis 10 Minuten danach sind eigentlich die schönsten. Ja. Weil das so, da fällt so ein Druck ab, da ganze Anspannung die irgendwie. Anspannung, eine mega Erleichterung ist dann zu spüren und das ist eigentlich so mit das schönste Gefühl. Natürlich ist dann auch die Siegerehrung toll, aber für einen Sportler das Schönste ist eigentlich genau nach der Ziellinie. Jetzt noch die alles entscheidende Frage. Jetzt habe ich hier den Koriander gerade geschnippelt. Seid ihr Team pro Koriander oder? Lassen weg. Also nur Für mich schmeckt er wie Spülmittel. Wirklich? Ja. Weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich finde wirklich gerade bei solchen Gerichten. Ich finde, der versaut jedes Gericht. Simon, dann machen nur wir Ja, ein wir bisschen machen das danach dann Koriander drauf. Da machen wir es jetzt nicht in den Bock rein. Na, danke, danke. So, sind wir fertig? Gut, ja. Der mal mal an. anrichten. Würde ich auch sagen. Ich bin ja auf den Battle Magst du Mule da noch so einen gespannt. Klecks Ja. Joghurt drauf da? Zweimal Koriander. Einmal keinen Koriander. Ja, genau. Vorsicht, Teller ist heiß. Oh ja, und das Brot. Das Brot? Ich glaube, das ist echt Ich gut. glaube, es ist wunderbar. Ja. Also mir schmeckt. Mir schmeckt es auch.